SABI Strahlcontainer. Hier ein Beispiel unseres meistverkauften Containers, die 30 Fuß Variante. 30 Fuß heißt in der Praxis 9,12 Meter lang, 3,50 Meter breit hier und 3,50 Meter hoch. Alle Aggregate, die wir zum Strahlen brauchen, neben dem Druckstrahlgerät, der Luftaufbereitung, der gesamten Elektrik, Rückförderung und Strahlmittelaufbereitung, befinden sich im Container. Diese Teile werden auf der Rückseite platziert und dann verbleibt vorne eine Strahlfläche von ungefähr 6,50 Meter, 2,80 Meter breit und 3,20 Meter hoch, beziehungsweise bei dieser 3,50 Meter Version sind es sogar 3,30 Meter in der Breite. Der Strahlcontainer ist eine Plug-and-Play-Version, das heißt, alles ist in der Maschine fest verbaut. So wird das Ganze beim Kunden angeliefert auf einem Tieflader. Der Kunde platziert ihn in seiner Werkstatt, schließt Strom über eine Steckdose an, Druckluft über eine Klauenkupplung und das Gerät ist arbeitsfähig. Wenn wir nochmal von vorne gehen, wir haben die Bestückung des Containers auf der Stirnseite über ein zweiflügeliges Tor. In diesem Fall eine Sondervariante mit einem Seitentor. Das Seitentor ist ca. 4 Meter breit. An der Stirnseite das Tor hier mit knapp 3,50 Meter. In den Toren sind integriert die Zuluftgitter für die Lüftung. Es ist im Tor integriert ein Fenster mit einem Gummivorhang, der das Ganze vor Strahleinwirkung schützt, was während des Strahlens von außen weitere Personen den Strahlbetrieb überwachen können. Die Tür selbst ist mit einem Drehverschluss versehen, der Standflügel mit einem Drehriegel, wie wir ihn aus dem Containerbau kennen. Zum Betrieb der Maschine eine Startkonsole neben dem Hauptzugangstor. Auf dieser Startkonsole befinden sich alle Knöpfe, die zur Inbetriebsetzung des Strahlcontainers benötigt werden. Das Licht hier wird separat geschaltet. Dann ist ein Notausknopf. Wir haben eine Störungsleuchte und alle anderen Funktionen werden über die Ein-Aus-Taste gestartet. Auch hier wieder das Fenster. Wir sehen, das Licht ist an. Licht wird auch benötigt, um den Container zu reinigen, zu bestücken, Vorbereitungsarbeiten zu treffen. Wir gehen nach innen und sehen uns das Ganze im Ruhezustand noch einmal an. Das ist das Bestückungstor von innen. Hier ist der Vorhang zum Schutz der Fensterscheibe. Abdeckungen rechts und links auf den Zuluftgittern. Der Innenraum ist mit den Wänden und den Toren gummiert mit einem Antistrahlgummi, damit die Struktur nicht beschädigt wird. Wir haben auf dem Boden, in dem Fall hier einen Gitterboden mit einem Flachfördersystem darunter für einen automatischen Strahlmitteltransport. Wir haben an den Wänden wenige Installationen. Wir haben hier den Notausknopf abgedeckt mit Gummi gegen Strahlmittelbeschuss. Wir haben hier einen Strahlschlauchhalter, den Strahlschlauch mit Steuerleitung, mit Steuerdüse. Auf dieser Seite den Prallvorabscheider. Dahinter befindet sich die Patronenfilteranlage, die die staubige Luft aus der Anlage zieht. Der Prallvorabscheider optimiert diese Luftleistung. Unter dem Prallvorabscheider ist noch ein Schalldämpferauslass für das Druckstrahlgerät, um überschüssige Luft und Staub bei der Entlüftung des Druckstrahlgerätes in den Strahlraum zu lassen. An der Decke LED-Strahlraumleuchten, 6 Stück, damit das Ganze hier optimal ausgeleuchtet wird. In der Mitte ist hier noch ein Materialträger. An diesem können entweder Teile aufgehängt werden mit kundenseitigen Halterungen oder Sie können an diesem Träger auch einen Kran, ein Hebezeug befestigen. So, im Durchgang hier hinter dieser Trennwand befinden sich die Aggregate. Das ist unser Technikraum mit Licht,
Im Technikraum befindet sich die Patronenfilteranlage. Unter uns befindet sich noch das Flachfördersystem mit der Strahlmittelrückförderung. Das ist die Antriebseinheit dazu. Ein leistungsfähiger Elektromotor. Im Eck, ganz hinten, das Becherwerk, mit dem das Strahlmittel nach oben transportiert wird zum Reiniger. Wir haben den Strahlmittelreiniger direkt über dem Strahlmittelsilo. Das gereinigte Strahlmittel fällt hier vom Silo wieder direkt in den Druckstrahlkessel. Hier ein kesselentlüftetes 100 Liter Gerät. Zum Strahlmittelreiniger lässt sich nur sagen, das ist eine mehrstufige Reinigung. Das heißt, es werden über Rüttelsieb Grobteile abgeschieden, große Teile, und dann über Strahlmittelvorhänge und Luftdurchsatz feine Teile und Staub. Alles, was der Reiniger herausfiltert, geht über diese Schläuche in den dafür bereitgestellten Abfallbehälter. Das Ganze wird über den Schaltschrank gesteuert, versorgt und kontrolliert. Mit allen notwendigen Schützen, mit einer kleinen Logosteuerung. Alles natürlich so, wie es die Vorschriften besagen. Die Patronenfilteranlage ist hier mit großen Revisionstüren versehen. Wir haben auf der Unterseite die Filterpatronen, in dem Fall 8 Stück, ganz unten die Staubbehälter, in denen der abgereinigte Staub aufgefangen wird, und oben ist der Reinraum mit dem Ventilator, ebenfalls 2 Druckluftbehälter mit Magnetventilen. Pro Filterpatrone wird ein Magnetventil eingebaut, das für eine automatische Druckluftabreinigung während des Betriebes und auch kurz nach dem Stillstand noch eine Nachlaufreinigung ermöglicht. Das Ganze erhält eine separate Steuerung hier an der Außenseite des Filters. Das Becherwerk hat oben eine Antriebsstation mit einem Getriebemotor. Das Ganze ist drehimpulsüberwacht, dass eventuelle Störungen die Anlage bemerkt und auch reagieren kann. Wir haben hier die Luftleitung, die den Reiniger mit dem Patronenfilter verbindet. Das Ganze mit verschiedensten Klappen, um den Luftstrom optimieren zu können. Den Reiniger hatten wir schon erwähnt, das Silo ebenfalls. Das Druckstrahlgerät hier hat, was ein Druckstrahlgerät in dieser Größenklasse haben muss, einen Wasserabscheider, wir haben einen Druckminderer, wir haben das Einlassventil, wir haben das Auslassventil. Vom Auslassventil geht eine Schlauchleitung zu bereits erwähntem Schalldämpfer im Strahlraum, dass bei der Entlüftung des Gerätes der Technikraum sauber bleibt. Hier die Druckluftverteilstation. Der Container hat einen zentralen Druckluftanschlusspunkt außen. Von dort wird diese Druckluftverteilstation angesteuert, und hier verteilen wir die Druckluft auf Druckstrahlgerät, auf Patronenfilteranlage und auf den Aktivkohlefilter. Den Aktivkohlefilter für den Strahlerhelm, denn der Strahler trägt hier nicht nur Helm, auch Anzug, ist also rundum geschützt. Wie schon erwähnt, die Schutzkleidung für den Strahler ist bei uns inklusive. Das ist einmal der Overall aus leichtem und widerstandsfähigem Material, ist nicht mehr ganz so schwer wie in früheren Jahren, und unser Red 2 Strahlerhelm, der neueste aus einer langen Reihe von Strahlhelmen mit großem Sichtfeld, optimaler Passform. Der Strahlschlauch kann hier über den Strahlschlauchhalter platziert werden, wenn nicht gearbeitet wird. Der Strahlschlauch als solches hat den Auslösehebel hier vorne mit der Sicherung. Das wird gedrückt und dann erfolgt die Strahlarbeit über die Strahldüse. So, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Es war hoffentlich etwas Interessantes dabei. Wenn Sie etwas davon wissen möchten, können Sie uns gerne anrufen, eine E-Mail schreiben, und ansonsten, ja, viel Spaß beim Arbeiten.